Wir wollen das Thema weiter besprechen, und zwar mit Thorsten Frey von der CDU. Er ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Werther. Sie waren bis vor kurzem selbst in Washington, trafen sich mit Vertretern von Demokraten und Republikanern. War dieser Schritt von Joe Biden da schon absehbar? Lag das schon in der Luft? Ja, tatsächlich war das so, dass sich diese Nachrichten seit Mittwoch, Donnerstag sehr stark verdichtet haben. Es ist natürlich schwer, in einer solchen Situation zwischen Gerüchten zu unterscheiden und dem, was dann tatsächlich passiert. Aber es hat sich immer mehr abgezeichnet, spätestens nach der Corona-Erkrankung von Joe Biden, dass er das zum Anlass nehmen wird, den Parteitag der Republikaner noch abwarten wird und dann am Wochenende seinen Rückzug bekannt geben würde. Und ich glaube, zumindest bei den Demokraten hat es auch sehr viel Erleichterung ausgelöst. Das kann man nicht nur am Spendenverhalten erkennen, sondern da war die Angst tatsächlich groß, dass Biden nicht nur die Präsidentschaftswahl verliert, sondern dass er natürlich auch die Kandidatinnen und Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus mit nach unten zieht und damit einen flächendeckenden Sieg der Republikaner ermöglicht. Wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt? Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass Harris, wenn sie denn dann die Kandidatin der Demokraten wird, Trump schlagen kann? Ja, tatsächlich ist es so, dass die aktuellen Umfragen, die derzeit vorliegen, nicht sehen, dass Kamala Harris vor Donald Trump liegt. Und man muss natürlich auch die Dynamik in den USA im Blick behalten. Vor gut einer Woche war der versuchte Mordanschlag auf Donald Trump. Der hat natürlich die Karten in den USA auch gemischt. Es war ein durchaus erfolgreicher Parteitag der Republikaner. Der ist jetzt natürlich in den Hintergrund getreten durch diese Ankündigung von Joe Biden. Aber Kamala Harris führt in einem direkten Duell mit Donald Trump nicht, sondern liegt sogar leicht hinten. Und deswegen hat sich die Ausgangsposition nicht grundsätzlich verändert. Für uns ist es in Deutschland natürlich ohnehin schwierig, so etwas eng im Blick zu behalten. Und man muss es ja ganz offen sagen, die Wahl kann so oder so ausgehen. Wir können es auch nicht beeinflussen. Und deswegen sind wir gut beraten, uns auf alle Eventualitäten vorzubereiten und mit jeder Administration in Washington gut arbeiten zu können. Das ist nicht nur wegen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wichtig, wo wir eine starke Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten haben, sondern die Vereinigten Staaten sind auch unser wichtigster Wirtschaftspartner. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns vor allen Dingen alle Ja. Möglichkeiten offen halten. Aber wie viel Porzellan wurde dann da schon zerschlagen, gerade wenn wir auf die Ampelregierung blicken, aber auch wenn wir auf Ihre Parteikollegen blicken, zum Beispiel wäre da Norbert Röttgen zu nennen. Die äußern sich ja schon sehr parteiisch in Richtung der Demokraten. Da sagt man, es war jetzt notwendig, dass dieser Schritt erfolgt, damit Donald Trump noch geschlagen wird. Und da merkt man doch ganz klar, man hofft also auf einen demokratischen Kandidaten, wo die Richtung hingeht oder wo wir auch mit unseren Werten stehen in Deutschland, das ist klar. Trotzdem ist das klug, denn möglicherweise, sogar sehr wahrscheinlich, müssen wir zurechtkommen mit einer Regierung Donald Trump. Und dann sollte man doch versuchen, sich diplomatisch zu äußern, oder? Ja, also ich würde immer für diplomatische Äußerungen plädieren. Ganz einfach deshalb, wir müssen es uns ja nur mal umgekehrt vorstellen. Wenn Politiker anderer Länder uns kluge Ratschläge geben würden in Deutschland, wen wir denn jetzt bestenfalls zu wählen hätten, dann würden das die Menschen doch nicht tun. Im Zweifel würden sie sogar gerade das Gegenteil davon machen. Also ich glaube, da muss man auch die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten im Blick behalten. Und Sie kennen ja den Satz, das Gegenteil von gut gemeint, das ist dann gut sozusagen. Also ich glaube, wir tun uns damit keinen Gefallen, sondern es ist wichtig, dass wir einen engen Blick auf die Verhältnisse in den USA haben, dass wir uns dann mit allen Eventualitäten auseinandersetzen. Und der amerikanische Präsident, der kann uns gefallen, der muss uns aber nicht gefallen. Und trotzdem brauchen wir eine enge und gute Zusammenarbeit,
Das ist elementar wichtig für unser Land. Das ist auch wichtig für Europa. Und mein Vorschlag wäre, so oder so jetzt nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, sondern vor allen Dingen die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Das heißt, an unserer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Das heißt aber auch, im Bereich des Verteidigungsetats Sorge dafür zu tragen, dass wir mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa und für unser Land übernehmen können. Thorsten Frey, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, Frau Werther.